Die Wüste. Sand, soweit der Blick reicht. Von der Natur ausgeschüttet über Tausende von Quadratkilometern. Jeden Tag erschafft der Wind diese Landschaft neu. Seit Urzeiten versucht der Mensch, die Natur zu beherrschen. Er kultiviert das Land. Er errichtet Bauwerke gegen Sturm, Kälte und Hitze. Steinerne Mauern, die ewig bestehen sollen. Und doch zerfielen selbst die größten und berühmtesten Bauwerke der Antike wieder zu Sand. Was bleibt, sind verwehte Trümmer und das geheimnisvolle Dokument, das noch heute von ihnen erzählt. Die Liste der 7 Weltwunder. Ein mutiger Mann muss er gewesen sein, dieser Antipatros von Sidon. Er war es, der sich vor über 2000 Jahren aufmachte, um die erste noch erhaltene Weltwunderliste zu verfassen. Unter der magischen Zahl 7 vereinte Antipatros die atemberaubendsten Bauwerke seiner Zeit und machte sie damit für die Nachwelt unsterblich. Seine Hände berührten die legendärsten Mauern. Seine Füße trugen ihn über Tausende von Kilometern in die großen Städte der Antike, aber auch durch das Dickicht tiefer Wälder. Reisen, das war vor 2000 Jahren ein Wagnis voller Gefahren, aber auch eine faszinierende Begegnung mit den Schönheiten der Welt. Ein Lebensabenteuer. Ein großer Traum in einer Zeit, in der unser Erdball noch voll unentdeckter Geheimnisse war. Wer sich einmal zu den 7 Weltwundern aufgemacht hat, so schreibt der antike Reiseschriftsteller, der wird erst durch den Tod von dieser Leidenschaft erlöst werden. Was waren das für Herrlichkeiten, die ihn damals so magisch anzogen? Da war der Tempel der geheimnisvollen Göttin Artemis zu bestaunen, in Ephesos, in der heutigen Türkei. Nicht weit entfernt das Mausoleum von Halikarnassos, das schönste Grabmal aller Zeiten. Im griechischen Olympia stand die Riesenstatue des Gottes Zeus, so perfekt gearbeitet, dass viele sie für lebendig hielten. Auf der Insel Rhodos dann ein gewaltiges Standbild. Der Koloss von Rhodos, die alles überragende Bronzestatue des Sonnengottes. An der Küste vor der Weltstadt Alexandria strahlte der größte Leuchtturm aller Zeiten, der Pharos, sein Licht weit über das Mittelmeer. Und in Memphis erzählten die Pyramiden vom Geheimnis der Pharaonen. Irgendwann, nach einem langen Weg durch die Wüste, kam der Reisende dann in das sagenhafte Babylon, zu den hängenden Gärten der legendären Königin Semiramis. So unterschiedlich alle diese Wunder der alten Welt auch sind, Antipatros machte aus allen Bauwerken einen Mythos, durch die Zahl 7. Schon seit ältester Zeit umgibt ein geheimnisvoller Zauber diese Zahl. Mutter, Kind und Vater, die Familie, mit ihr ist die Zahl 3 gesetzt. Zusammen mit den 4 Elementen, dem Feuer, dem Wasser, der Luft und der Erde, bilden sie eine Einheit. 7 Teile, aus denen das Dasein gemacht ist. Das antike Genie Pythagoras pries die mathematische Vollkommenheit dieser Zahl. Denn wenn man alle Ecken der idealen Formen, des Dreiecks und des Vierecks, zusammenzähle, so sagt Pythagoras, dann komme man auf die 7. Am 7. Tage ruhte Gott
nachdem er die Welt erschaffen hatte. So erzählt es nicht nur die Bibel, sondern so überliefert es einer der ältesten Schöpfungsmythen, der sumerische. Und Gott segnete den 7. Tag und er heiligte ihn. Die 7 schenkt das Leben, die 7 nimmt es. In ihr liegt nach dem Glauben der Alten das Geheimnis von Leben und Tod. Denn tritt zu der 3 des Lebens, zu Vater, Mutter und Kind, der Sturm aus den 4 Himmelsrichtungen, dann ist alles Leben gefährdet. Alles Leben, das doch nichts anderes ist als das Abbild der kosmischen Ordnung, in der die Sterne und die damals bekannten 7 Planeten die Geschicke der Menschen bestimmten, wie unsere Vorfahren glaubten. Die allumfassende Dimension der 7 nimmt Gestalt an im ältesten Weltwunder, den Pyramiden von Gizeh. Auch ihre Konstruktion beruht auf dem Viereck des Grundrisses und dem Dreieck der Form. Vor über 4500 Jahren in der ägyptischen Wüste erbaut, blieb bis heute nur noch ein Abglanz ihrer einstigen Pracht erhalten. Denn bald schon kamen die Grabräuber. Es müssen kaltblütige Männer gewesen sein. Über Jahre und Jahrzehnte wühlten sie sich durch meterdicke Steinwände. Bei Fackellicht, im Staub des gebrochenen Kalksteins, immer in der Angst vor Entdeckung oder vor der Rache der Pharaonen. Schließlich aber standen sie vor unermesslichen Schätzen und dem schlichten Granitsarg, in dem der Pharao ruhte. Was mögen die Grabplünderer empfunden haben angesichts solcher Kostbarkeiten? Die Gier nach Gold überwand alle Skrupel. Sicher war es nicht die Kunstfertigkeit der alten Ägypter, die sie bewunderten, sondern allein der Wert des Edelmetalls, der sie magisch anzog. Wissenschaftler schätzen, dass mehrere 100 Kilo von solchen alten Kunstwerken einfach eingeschmolzen wurden. Die Hülle des toten Pharao in seinem Granitsarg warfen die Grabräuber achtlos zur Seite. Kein Gold, keine Edelsteine. Nie mehr hat man etwas von Cheops, dem unsterblichen Gottkönig, gesehen. Dabei sollten das Grabmal und die Mumie ewig bestehen. Denn nur der unversehrte Körper garantierte dem Pharao dauerndes Leben in einer anderen Welt. In der Praxis für Kernspintomographie im Krankenhaus Berlin wollen wir mit neuesten wissenschaftlichen Mitteln untersuchen, wie die alten Ägypter Ewigkeit herstellten. Die fast 2000 Jahre alte Mumie aus dem Fayum-Gebiet in Ägypten wird im Computertomographen durchleuchtet. Längst bedient sich die moderne Archäologie neuester Technik. So entstehen präzise, dreidimensionale Bilder aus dem Inneren dieser Mumie. Der Befund ist eindeutig. Es handelt sich um einen männlichen Toten, der schon in jungen Jahren starb. Doch nach dem Glauben der alten Ägypter war damit sein Leben nicht zu Ende. Vielmehr begann nun eine ewige, unsterbliche Existenz in einer göttlichen Welt, für die der Leichnam nach einem ganz bestimmten Ritual tauglich gemacht war. Das Röntgenbild zeigt, perfekte Konservierungstechnik hat den Leichnam über 2000 Jahre fast unversehrt erhalten. Die alten Ägypter beherrschten die Kunst, Ewigkeit herzustellen. Das war es, worum es ihnen ging. Dafür bauten sie die Pyramiden und dafür balsamierten sie in monatelanger Arbeit ihre Leichen. Bilder auf alten Mumien erzählen von der geheimen Prozedur. Zunächst wurde der Leib des toten Pharao gewaschen und mit duftenden Salbölen übergossen. Die Eingeweide wurden entnommen und in besonderen Behältern, den Kanopen, verwahrt. Der Körper wurde wochenlang mit Natronsalz eingerieben, Hohlräume mit Erdpech ausgegossen. Eine 3000 Jahre alte Darstellung zeigt den Balsamierungsgott Anubis beim Anrühren der Bitumenmasse. Die sorgfältige Konservierung eines Toten konnte Monate dauern.
Und die Geheimnisse der Balsamierer wurden nur mündlich von Generation zu Generation weitervererbt. Ein Wissen, mit dem man Herr war über ein ewiges Leben. In einem letzten sakralen Akt, dem Mundöffnungsritual, wurde der Leichnam schließlich neu geboren. Jetzt konnte der Pharao an den glatten Wänden seiner Pyramide aufsteigen hin zum Sonnengott Re als ewiger Passagier in der Sonnenbarke. Einer, der 2000 Jahre später auch die Unsterblichkeit im Tode suchte, war der König Mausolos von Halikarnassos und mit ihm seine Schwester und Gattin Artemisia. Als er im 4. Jahrhundert vor Christus im Sterben lag, da wusste Mausolos, König von Karien, genau, dass keine Tat und kein Gedanke seinen Namen unsterblich machen würden. Als Statthalter der persischen Großmacht in der heutigen Westtürkei war er nichts als ein Verwalter. Dennoch gelang es diesem unbedeutenden Herrscher, sich im Gedächtnis der Nachwelt zu halten. König Mausolos hatte eine Idee, die so genial war, dass man sich durch alle Zeiten bis heute an ihn erinnert, auch wenn zuletzt doch nicht mehr als diese Trümmer von seinem großen Traum blieben. Mausolos wollte im Gedächtnis der Nachwelt unsterblich werden durch ein Grabmal, wie es schöner und vollendeter niemals gebaut wurde. Einst ragten diese Säulen bis in eine Höhe von 40 Metern empor, bis ein Erdbeben sie fällte und später Kreuzritter die Steine weiter verbauten. Es war ein vollendetes Bauwerk, in dem die kunstvollsten Stilrichtungen der Antike zusammenflossen. Hoch aufragend wie eine ägyptische Pyramide, elegant wie ein griechischer Tempel, verspielt wie ein orientalisches Gedicht. Ein Gesamtkunstwerk, über und über bedeckt mit Steinreliefs, um deren Qualität die berühmtesten Künstler ihrer Zeit wetteiferten. Nur durch Zufall blieb ein Teil des Frieses erhalten, der den sagenhaften Sieg der Amazonen über feindliche Soldaten zeigt. Detailreich, voller Rhythmik, formvollendet, ein wahres Weltwunder, 2300 Jahre alt. Neben dem Fries fanden die Archäologen im Schutt der Grabung diesen perfekt gemeißelten Pferdekopf. Er ermöglicht die Rekonstruktion der Quadriga, die in 50 Metern Höhe den Grabtempel schmückte. Die Reitergruppe bildete den krönenden Abschluss einer Pyramide, unter der sich, von steinernen Löwen bewacht, der eigentliche Tempel befand. Unterhalb der Säulenreihe war der Sockel auf allen Seiten mit Reliefs geschmückt, wie dem Amazonenfries. Zwischen den 39 Säulen standen Dutzende lebensgroßer Statuen, jede einzelne ein Kunstwerk für sich. So hoch wie ein 15-stöckiger Wolkenkratzer ragte das Mausoleum auf. Und über 30 Jahre sollen die Künstler daran gearbeitet haben. Alles nur für ein Ziel, einem Toten ewiges Angedenken zu sichern. Dabei geht die Geschichte oft merkwürdige Wege. Einer Legende nach soll der tote Mausolos gar nicht lange in seinem Grabtempel gelegen haben. Seine Schwestergattin Artemisia soll, von Sehnsucht gequält, nach und nach die Knochen ihres Gemahls zerrieben haben, um sie in Wein vermischt zu trinken. So wurde Artemisia ein lebendiges Grab für ihren Gatten und das Mausoleum ein leerer Tempel ewiger Erinnerung. Viele Schriftsteller der Antike beschreiben das Bauwunder. Sie verehren das Kunstwerk. Sie verspotten es aber auch. Einen Haufen Steine, die auf einem Toten liegen.
so nennt der römische Dichter Valerius Maximus das Mausoleum, und er lässt in einer Szene in der Totenwelt den bettelarmen Philosophen Diogenes auf den eingebildeten Mausolos stoßen. »Was hilft dir der Steinhaufen, der du so mausetot bist wie ich?« lässt Valerius Maximus Diogenes spotten. »Du bist ein Skelett. Der Nachruhm freut nur noch die stolzen Bewohner von Halikarnassos. Und während ich frei und leicht tanze, hast du einen schweren Steinberg auf dir liegen, du armer, toter König Mausolos.« Ein Steinberg, der zudem zerfiel. Außer dem Namen Mausoleum ist nichts geblieben. Die Steine verbauten die Kreuzritter in ihrem Fort Bodrum. Jeder heutige Besucher tritt mit Füßen auf das, was einst als stolzes Wunder ehrfürchtig bestaunt wurde. Aus einem Kunstwerk wurden Trittsteine. Antipatros, der antike Reisende, hat das Weltwunder noch in voller Pracht gesehen, bevor er sich nach Ephesos wandte. Wie wird ihn der Totentempel beeindruckt haben? Auf seinen langen Wanderungen zu den Wundern wird er verstanden haben, woran Mausolos glaubte. Denn was bedeutete für einen gebildeten Griechen der Tod? Den Sturz in das stumme Reich der Schatten. Nur der Nachruhm konnte von dieser dunklen Erwartung erlösen. Nur das Streben nach dem, was Ewigkeit versprach. Die Suche nach wahrer Größe, die alle Vergänglichkeit überwand. Wie die Bauwerke, die alles andere übertrafen. Auch hier war diese ewige Größe zu finden. In Ephesos, der sagenhaft reichen Stadt an der Ostküste der Ägäis. Heute ist der Hafen der alten Handelsmetropole längst versandet. Doch einst lag das Mittelmeer der Weltstadt zu Füßen. Direkt am Eingang zum Hafen lag das große Amphitheater mit 24.000 Sitzplätzen, eines der größten seiner Zeit. Ephesos, das war eine von Wohlfahrt gesegnete Stadt, in der eleganteste Häuser an Straßen aus reinem Marmor standen, in der die Kulturen aus Ost und West ebenso zusammenflossen wie die Geld- und Warenströme aus aller Welt. Zwischen dem 6. Jahrhundert vor und dem 2. Jahrhundert nach Christus erlebte die Metropole ihre größte Blüte. Prachtbau reihte sich an Prachtbau. Und am Ende der Via Sacra ließ der Konsul Celsus eine Bibliothek errichten, so gewaltig, dass sie nur mit der von Alexandria zu vergleichen war. Ein Sumpf breitet sich heute an genau der Stelle aus, an der vor 2500 Jahren ein Gebäude stand, dessen Dimension schier den Atem verschlug: der Tempel der Göttin Artemis. Antipatros war außer sich vor Begeisterung. Der Tempel, so schreibt er, der sich in Wolken verliert, lässt alles andere verblassen. Dort, wo heute Disteln wuchern, erschuf der antike Architekt Chersiphron ein Bauwerk, wie es seine Zeitgenossen noch nicht gesehen hatten, und dessen bautechnische Probleme ihn selbst um den Schlaf und fast um das Leben brachten. Denn bis zuletzt, so erzählt die Legende, hatte Chersiphron keine Lösung dafür gefunden, wie er die Gesimsblöcke auf die 20 Meter hohen Wände stemmen sollte. Da erschien ihm im Traum die leibhaftige Göttin Artemis. Leicht wie eine Feder hob sie die Sandsteinblöcke empor und trug die tonnenschwere Last an den Ort ihrer Bestimmung. Als Chersiphron am Morgen erwachte, sollen die Steinquader tatsächlich an ihrem richtigen Platz gelegen haben. Der Artemis-Tempel von Ephesus, er war das Werk einer Göttin.
127 Marmorsäulen stützten in über 20 Metern Höhe ein reich verziertes Dach. Die Säulen waren mit kunstvollen Reliefs behauen und standen auf massiven Felsquadern. Antipatros stand atemlos vor diesem Tempel und schrieb: Von der Heimat der Götter, dem Olymp abgesehen, hat selbst Gott Helios solch Wunderwerk niemals erblickt. Das Weltwunder selbst wurde von dem Schatz, den es in seinem Inneren umschloss, noch übertroffen. Durch die geheimnisvolle Statue der Göttin Artemis, die noch heute als Inbegriff der Darstellung einer Fruchtbarkeitsgöttin gilt. Aus einer fernen Zeit kam diese starke Göttin zu den antiken Menschen von Ephesos. Aus einer Zeit vor über 9000 Jahren, als Fruchtbarkeitsriten und Stierkult die Religion bestimmten. Artemis, die ewig Anbetungswürdige. Artemis, die Göttin, die auch diese Stadt so reich gemacht hatte und der daher alle Verehrung galt. Wirklich alle Verehrung? Vielleicht war es gerade die erdrückende Größe dieses Weltwunders, die seinen eigenen Untergang provozierte. Die Katastrophe kam in Gestalt eines Mannes mit Namen Herostratos und einer Kanne Öl. Vielleicht war Herostratos ein konkurrierender Priester, der den enormen Zulauf zu diesem alten Heiligtum bekämpfte. Die zeitgenössischen Berichte nennen aber noch ein anderes Motiv, das ihn geleitet haben soll, ein wahrhaft wahnwitziges. Angeblich erkannte Herostratos seine eigene Mittelmäßigkeit. Von Ehrgeiz zerfressen sah er nur eine Möglichkeit, die ewige Berühmtheit zu erlangen, die er so ersehnte. Durch eine Tat, die schrecklicher nicht zu denken wäre, wollte er seinen Namen unauslöschlich in das Buch der Geschichte schreiben. Herostratos ging systematisch vor. Hier, auf dem hölzernen Dachboden des Tempels, würde seine Brandstiftung ganze Arbeit leisten. Das Feuer des Herostratos vernichtete in nur einer Nacht den ganzen Stolz von Ephesos. Der Tempel ging in einer rasenden Feuersbrunst unter. Den Namen des Herostratos aber machte die schreckliche Tat tatsächlich unsterblich. Feuer, das vernichtet. Feuer, das rettet. In der alten Hafenstadt Alexandria an der Küste Ägyptens erstrahlte ein Licht, das schon von weitem den Weg über das Mittelmeer in eine der größten Metropolen der Antike wies. Der Leuchtturm von Alexandria war dennoch mehr als ein Seezeichen. Er war überragendes Symbol für diese gewaltige Stadt. Alexandria, damals wie heute die Verbindungstür zwischen Orient und Okzident. Eine lebendige Millionenstadt der vielen Kulturen, der Durchmischung, der Toleranz. Alle Sprachen wurden hier gesprochen. Alle Handelswaren der alten Welt waren hier zu haben. Schon in der Antike lebte 1 Million Menschen in Alexandria, angezogen von der Kultur, der Bildung, der Wirtschaft. Alexandria war in diesem 3. Jahrhundert vor Christus eine ganz junge Stadt, soeben gegründet von Alexander dem Großen. Eine moderne Stadt der Superlative. Und jeder, der von See kam, erkannte schon von weitem die typische Silhouette dieser leuchtenden Stadt. Antipatros dürfte vom Glanz und dem pulsierenden Rhythmus der Metropole geradezu überwältigt worden sein. Und wenn er vom Hafen aus zur See sah, erblickte er an genau der Stelle, an der heute das Fort Kate Bay steht, ein Weltwunder, das aller Pracht die Krone aufsetzte, den Leuchtturm von Alexandria, über 120 Meter hoch. Noch nie hatte er einen so riesigen Steinpalast gesehen,
der nur eine Aufgabe hatte: Licht über das Meer zu werfen. Über die See hinweg aller Welt zu verkünden, dass hier Alexandria liege, die prächtigste unter allen Städten. Noch ein anderes Seezeichen war so ungewöhnlich, dass es Antipatros in seine Weltwunderliste aufnahm. An dieser Stelle auf der griechischen Insel Rhodos soll ein gewaltiges Standbild des Gottes Helios den Hafen überragt haben. Der sagenhafte Koloss von Rhodos. Als Antipatros die griechische Insel betrat, muss er auch an der alten Stadtmauer vorbeigekommen sein. Ihretwegen wurde der Koloss einst aufgestellt. Den Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus hatten Angreifer die Mauer zu stürmen versucht, und nur der Orakelspruch des Sonnengottes hatte die Katastrophe abgewendet. Helios zu Ehren hatten die Bewohner dann eine riesige Statue anfertigen lassen, die sich die Nachwelt so vorstellte. Das moderne Rhodos erinnert nicht mehr an den Stadtstaat der Antike. Der Tourismus floriert und hat die Stadt komplett erneuert. Längst weiß niemand mehr, wie der Koloss wirklich aussah und wo er eigentlich stand. Hier zum Beispiel könnte es gewesen sein, dort wo seit dem Mittelalter ein Kreuzritter vorsteht. Oder hier, gut 2 Kilometer vom Hafenbecken entfernt, wo sich noch ein alter Marmorsockel findet. Ob aber ein solch dürftiges Fundament ausgereicht hätte, den über 30 Tonnen schweren Giganten zu tragen, ist mehr als fraglich. Touristen und Künstler aller Zeiten denken sich die Statue am liebsten an dieser Stelle. Der Koloss von Rhodos, ein Weltwunder wie gemacht für die Fantasie. Wie aber sah er wirklich aus, der Koloss von Rhodos? An der Hafeneinfahrt machen wir uns auf die Suche nach dem Mythos, der nur 66 Jahre stand und den das gleiche Schicksal traf wie den Leuchtturm von Alexandria. Ein Erdbeben fällte das Weltwunder. Vielleicht aber ist im klaren Wasser noch irgendein Hinweis zu finden. Auf jeden Fall ein schöner Traum, nach dem Koloss von Rhodos zu tauchen, in der Tiefe zu forschen, aus der die griechische Insel der Legende nach einst emporstieg. Doch nichts Außergewöhnliches ist auszumachen. Reiner Naturfels auf dem Meeresgrund, keine Bearbeitungsspuren, kein Metall unter den Algen. Die 15 Tonnen Bronze, die 9 Tonnen Eisen, alles müssen sie damals abtransportiert haben, als ein Händler im Mittelalter den Schrott auf 1000 Kamelen nach Syrien schaffte. Es bleibt das Geheimnis, wie sah er aus, der Koloss von Rhodos? Die Freiheitsstatue von Amerika hilft uns weiter. Sie gibt die Antwort auf die statischen Probleme einer metallischen Kolossalfigur. Mit dem Archäologen Professor Pfrommer rekonstruieren wir die Gestalt des Kolosses. Die erstaunliche Erkenntnis des Spezialisten: die Freiheitsstatue stellt die einzige stabile Form für eine solche Riesenplastik dar. Die es an mehreren Orten in der Antike gab. Und auf der anderen Seite zeigt es sehr deutlich die Zeit der Erbauer. Und noch eine Erkenntnis. Die Waden der Statue müssen unelegant dick gewesen sein, um das schwere Gewicht zu halten. Eine Stütze, ein drittes Bein, war angesichts des Winddruckes unerlässlich. Was in unserem Modell als Bemalung simuliert wird, war in Wirklichkeit eine Hülle aus 2 bis 3 Millimeter dicker Bronze mit einem Gewicht von immerhin 15 Tonnen. Genau wie die Freiheitsstatue von Amerika wird der Koloss irgendwo am Hafen die ankommenden Schiffe begrüßt haben. Und genau wie die Freiheitsstatue wurde der Koloss zum Symbol einer Stadt, zu einem Weltwunder, in dem das Selbstbewusstsein einer ganzen Kultur lebendig wurde. Bis zu jenem Frühjahrsmorgen des Jahres 226 vor Christus, als ein Erdbeben das Kunstwerk fällte. Nur die Erinnerung blieb und machte in der Fantasie der Nachwelt aus der Statue einen unsterblichen Mythos.
Auch im griechischen Olympia, der Heimat der Olympischen Spiele, sah Antipatros eine Kolossalstatue, die so perfekt gearbeitet war, dass sie schon zu seinen Lebzeiten eine Legende wurde. Das Standbild des olympischen Zeus. Archäologen fanden die Werkstatt, in der das Kunstwerk vor über 2400 Jahren geschaffen wurde, aus purem Gold und Elfenbein. Und sie entdeckten auch einen Hinweis auf den genialen Künstler, der dieses Werk vollbracht hatte. Unter überwucherndem Gras im Schutt der Grabung fanden sie einen Trinkbecher, auf dessen Unterseite sich eine griechische Gravur befand. Phaedio Eimi, ich gehöre dem Phidias. Phidias, das war der berühmteste Bildhauer seiner Zeit, der zusammen mit seinem Schüler und Geliebten Pantharkes bereits die riesige Pallas Athene auf der Akropolis zu Athen geschaffen hatte. Und nun eine noch größere Herausforderung: eine 12 Meter hohe Statue des Göttervaters Zeus. Die Geschichtsschreiber berichten, der Eigenbrötler Phidias hätte ein so zärtliches Verhältnis zu seiner Statue entwickelt, dass er eifersüchtig kaum die Bewunderung von Fremden ertrug. Phidias liebte seine Statue und er liebte das Gold. Schon aus Athen hatte der geniale Künstler fliehen müssen, weil er Edelmetall, das für das Standbild bestimmt war, in die eigene Tasche gesteckt hatte. Phidias war ein Opfer seiner Leidenschaften. Auch in Olympia brachte das Gold, das er so liebte, ihm kein Glück. Das Gold, das er auch hier angeblich veruntreute. Und die Edelsteine, in deren Betrachtung er nächtelang versunken war. Phidias, so berichten die Geschichtsschreiber, starb verlassen und elend hinter Kerkermauern. Doch zuvor vollendete er in dieser Werkstatt seine geniale Arbeit, ganz in der Nähe des Zeustempels von Olympia, für den die Statue bestimmt war. Allein dieser Tempel hätte Antipatros schon so faszinieren können, dass er ihn zum Weltwunder erhoben hätte. Aber die meterdicken Säulen und die kostbare Ausstattung waren eben nicht mehr als der schmückende Mantel um ein noch viel bedeutenderes Werk. Es ist die Tragik der Geschichte, dass ein Brand den genialen Mittelpunkt Olympias, die Zeus-Statue, völlig vernichtete, während die Reste der schützenden Hülle, der Tempel, heute noch zu bestaunen sind. Olympia, das war das bedeutendste Heiligtum aller Griechen. Seit dem 8. Jahrhundert vor Christus trafen sich alle 4 Jahre junge Männer aus dem ganzen Land am Heiligen Hain, um den Besten unter ihnen zu bestimmen. Im Laufen, Ringen, Weitsprung, Diskus und Speerwurf. Dann ruhten alle Waffen. Der Frieden von Olympia war heiligstes Gut. Dann lenkten Athener, Ionier, Spartaner, Thebaner und Kreter ihre Schritte zum großen Stadion. Hier war ihre mythische Heimat, der Ort ihres gemeinsamen Selbstbewusstseins. Im fairen Kampf miteinander wurden alle zu einem Volk, zum Volk der Griechen. Und Phidias? Er blieb ein Einzelgänger. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Mann, dessen Genie ihn zum Außenseiter machte, das Heiligtum schuf, das alle Griechen vereinte. Die Statue des sitzenden Gottes Zeus. Aus purem Gold und Elfenbein. 12 Meter hoch. Mit faustgroßen Edelsteinen in den Augenhöhlen.
und einer engelsgleichen Siegesgöttin auf seiner rechten Hand. Weit war der Weg von Olympia zu den Palmenhainen Babylons. Das ganze Mittelmeer hatte Antipatros nun bereist und menschliche Werke gefunden, die ewige Mythen waren. Und jetzt kam er an Euphrat und Tigris entlang, dorthin, wo die Wiege menschlicher Kultur steht, nach Babylon. An den Ufern des Euphrat wird Antipatros gerastet haben, gleich neben den großen Menschheitsmythen, die vor Urzeiten aus diesem Wasser gestiegen sind. Gewiss, alles zerfiel zu Staub, auch die Weltwunder. Aber ihre Idee, der große göttliche Traum, aus dem sie gemacht waren, hatte ewig Bestand. Und auch die Reste dieser Träume waren überall noch zu finden, wie die Ziegel, auf denen die babylonischen Herrscher ihren Ruhm verkündeten. Und aus denen ein Weltwunder geschaffen war, das Antipatros zwar noch sah, das aber schon zu seiner Zeit verfiel: die Mauern von Babylon, 18 Kilometer lang, bis zu 30 Meter dick, 20 Meter hoch. Aus Ziegeln war die ganze Welt Babylons gemacht, denn Lehm gab es hierzulande genug, dafür aber keinen Naturstein und wenig brauchbares Holz. Aus Millionen von Ziegeln war daher auch der berühmte Turm von Babel gemauert, der zur Zeit des Antipatros längst zerstört war. Hat Antipatros auf seiner Suche nach den hängenden Gärten der Semiramis vielleicht den verfallenen Turm zu Babel gesehen? Hat ihn wilder Bewuchs auf der Ruine an einen hängenden Garten erinnert? Der hängende Garten bloß ein Missverständnis? Wahrscheinlich ist, dass Antipatros wirklich einen Park sah, der innerhalb der Stadtmauer Babylons lag, der ihm nach dem langen Wüstenweg so mitreißend den Traum von Schönheit und Wohlbefinden einflüsterte, dass er ihn zu einem Weltwunder erklärte. Und mit ihm das ganze Babylon, die Perle unter allen Städten, wie es in der Bibel heißt. Kein antiker Schriftsteller hat den genauen Ort der hängenden Gärten je genannt. War dieses Weltwunder vielleicht nur ein Mythos, ein orientalischer Traum, ein Hirngespinst, inmitten der Pracht dieser Mauern geträumt? Der deutsche Archäologe Robert Koldewey grub Anfang unseres Jahrhunderts unter der sengenden Sonne des heutigen Irak. Und nach Jahren der Arbeit entdeckte er an genau dieser Stelle die hängenden Gärten der Semiramis. Jedenfalls behauptete er das. Der archäologische Befund war aber eher dünn. Allein die Tatsache, dass die Mauern in diesem Palastbezirk meterdick waren, ließen den Archäologen zur Ansicht kommen, dass sie das ungeheure Gewicht eines Gartens mit gewaltigen Mengen Erde und großen Bäumen getragen hätten. Zur künstlichen Bewässerung des grünen Paradieses habe ein solches Schöpfrad Wasser aus den Tiefen des Kellers auf die Höhe des Gartens befördert, meinte der Ausgräber. Im British Museum zu London könnte ein Beweis für die Theorie Koldeweys liegen. In der assyrischen Abteilung findet sich ein Steinrelief unter der Inventarnummer 124939, 2,5 Jahrtausende alt. Die Steintafel aus Ninive, einer mit Babylon konkurrierenden Metropole, zeigt einen Park, der über eine gemauerte Wasserleitung versorgt wird. Offenbar beherrschten die Menschen im Zweistromland vor 2500 Jahren die Technik künstlicher Bewässerung. Warum sollte nicht auch eine Prinzessin aus Babylon in einem solchen Park lustwandelnd sein? Der Mythos von Prinzessin Semiramis und ihrem grünen Paradies
ist aber mehr als eine archäologische Theorie. Die Idee von ewig blühenden Blumen, von erfrischender Kühle und fröhlichen Festen ist ein Traum für jeden, der aus der Hitze der staubigen Wüste tritt. Ein solches Paradies ist ewig, weil es in den Fantasien der Menschen lebt. Ein Weltwunder, das immer existieren wird, solange Menschen träumen können. Die hängenden Gärten der Prinzessin Semiramis. Mit ihnen wird die Erinnerung wiedergeboren an alle Schönheiten der alten Welt, an die großen Menschheitsträume der Antike, an das, was die Bewohner der Mittelmeerwelt vor über 2000 Jahren erfüllte. Längst sind die antiken Weltwunder überboten durch die Errungenschaften moderner Technik. Häusermeere strecken sich zum Himmel, Millionen Lichter machen die Nacht zum Tag. Die Metropolen produzieren wie gewaltige Maschinen immer neue Wunder. Was aber wird sein in 2000, in 3000 Jahren? Wird man sich erinnern? Und was wird von all dem bleiben? Nichts wird vergessen machen, was Antipatros sah. Die Pyramiden von Gizeh, das Mausoleum von Halikarnassos, den gewaltigen Tempel der Artemis in Ephesos, den Leuchtturm von Alexandria, den Bronzekoloss von Rhodos, die goldene Statue des Zeus von Olympia und die hängenden Gärten der Semiramis, die ersten Weltwunder der Menschheit.